Nein, das ist kein Hattori Hanzo Schwert und auch kein Küchenmesser in höchster Qualität, sondern das Modell F1 Eagle HM890 in Monoblock Prepack Carbonbauweise gefertigt. Haben wir hier einen super dünnen und schlanken Flügel mit einer 92,5er Spannweite, 210 für den Rear Wing. Das Ganze ist alles vom Profil wahnsinnig dünn und schlank gehalten. Wir haben am Ende leichte Winglets, die sind wirklich ganz klein, aber super dünn und auch etwas schärfer, als man es vielleicht sonst gewohnt ist. Der erste Blick verlangt einem erstmal etwas Respekt ab. Das Ganze ist extrem elegant gestaltet mit einem leichten Schwung in der Wölbung. Wir haben eine ganz leichte, minimale Feilung und der Stabi ist genau auf 0 Grad ausgerichtet und ebenfalls wahnsinnig dünn. Das sieht hier alles nach absolut High Performance aus, nicht nur von den zu erwartenden Fahrleistungen, sondern auch von der Verarbeitung. Ist alles makellos. Wer bei diesem Flügel noch auf ein inaktives Anfahren hofft, muss halt schon ein Körpergewicht halt um 60 Kilo oder weniger mitbringen. Für ein durchschnittliches Gewicht von 80 bis 85 Kilo benötigt man eine saubere und satte Anströmung in der geeigneten Winggröße und ein wirklich auch gutes aktives Anfahren mit einer Vorwärtsbewegung im Anpumpvorgang. Empfehlen würden wir hier Boards in den Größen zwischen 50 und maximal 90 Litern. Klar, Boards, die eine flache Bodenkurve aufweisen, dadurch halt eine höhere eigene Rumpfgeschwindigkeit erreichen, führen natürlich schneller dazu, dass man diesen Flügel mit ausreichender Strömungsgeschwindigkeit versieht. Wählt man einen tieferen Raumschuttkurs beim Anfahren und hat einen ausreichenden Wind, so kommt dieser Flügel hier bezogen auf seine Größe auch gut ins Fliegen. Hat man die erste Hürde gemeistert, so gibt es mit dem Eagle 890 definitiv kein Halten mehr. Das ist ein Flügel, der von seiner Beschleunigung und von seinem Speed wirklich Höchstleistung zu 100% bietet. Das jegliche Behauptung von F1 überhaupt nicht übertrieben. Kann sich auch ohne weiteres halt mit der H-Series von Carburina messen, die auch ebenfalls sehr schnell ist. Aber das, was sich hier an Beschleunigung, Speed und Gleit bietet, ist schon wirklich außergewöhnlich. Und an dieser Stelle kommen wir natürlich zu der Achsenstabilität. Aufgrund dieser wirklich absolut optimal anliegenden Strömung und der hohen Geschwindigkeit, die sich automatisch einstellt, also hier muss man auch gar nicht großartig pressen, sondern dieser Flügel rennt einfach die ganze Zeit, ohne dabei irgendwie stressig zu wirken, weil er bleibt auch in der Pitchachse super gleichmäßig kontrolliert stabil. Vergleicht man hier mit anderen Modellen von anderen Herstellern in dieser Größe, wie viel man diesen Flügel führen muss, so ist der Vergleichswert definitiv gering, weil man auch stets ein schönes Feedback hat. Klar, das ist natürlich ein Punkt halt, den man voraussetzt, wenn F1 hier auch schon sagt, das ist der absolut bestmögliche Gleiter, den man bekommen kann. Das ist definitiv so, dass diese Kombination aus Geschwindigkeit und Flugvermögen, das Ganze gepaart mit einer ganz leicht ansprechenden Pumpunterstützung,
bei schon geringster Wellengröße und nur leichter Vorwärtsbewegung der Unterströmung fängt dieser Flügel an zu schieben. Das ist wirklich phänomenal. Aber kommen wir zu den anderen Achsen, wo man annehmen würde, das Ganze wäre jetzt vielleicht ein bisschen fest oder würde nicht richtig drehen. Derjenige irrt sich gewaltig. F1 hat es irgendwie geschafft, halt hier eine wirklich zudem noch sehr hohe Agilität in Yaw und Rolle mit in diesen Flügel einzubauen. Er ist ein klein wenig geringer von der Agilität als eine Phantom-Serie in der Größe. Aber im Vergleich mit seinen Mitbewerbern bei vergleichbarer Streckung ist er einfach unwahrscheinlich agil. Aber kommen wir noch mal ganz kurz zu der Königsdisziplin dieses Flügels, den Glide. Downwindleistung und Speed wird hier versprochen. Das ist, wie erwähnt, halt wirklich einzigartig. Man braucht hier nicht unbedingt halt keine engen, harten Turns fahren, um jetzt den Schub der Welle zu suchen. Es ist wirklich so, dass auch an Positionen schon weit im Top der Welle nur die Vorwärtsbewegung der Wassermoleküle hier reicht, um diesen Flügel anzutreiben. Und das ist halt wirklich enorm. Also da sind im Vergleich andere Modelle, normale mit Aspektratio-Foils oder auch gestrecktere Modelle, die dicker sind da chancenlos im Vergleich dazu. Dieser Flügel rennt hier wirklich fast ewig ohne zusätzlichen Impuls. Und falls mal der Schub nur geringfügig nachlassen sollte, reichen kleine, kurze Pumpbewegungen, um hier wieder Dynamik und Anströmung zusätzlich an den Flügel zu bringen, woraufhin der Flügel auch dann sofort wieder beschleunigt und seinen Topspeed erreicht. Also in diesem Bereich muss man dem Eagle 890 wirklich die Krone aufsetzen. Bei all diesem übermäßigen Lob für Gleit- und Downwind-Eigenschaften dürfen wir natürlich nicht die Fahrleistung im Bereich Abwind vergessen. Der geringe Widerstand, den dieses zarte Konstrukt an sich unter Wasser bietet, hilft natürlich hier auch extrem Abwind zu ziehen und das halt ebenfalls mit einer sehr hohen Geschwindigkeit. Sicher, das Ganze hört sich jetzt für den einen oder anderen wirklich nach dem absoluten Kaufanreiz an. Dementsprechend dürfen wir natürlich nicht verschweigen, wo ist hier jetzt der Einstieg vom Einsatzbereich, wie weit ist das Fahrkönnen oder muss das Fahrkönnen gediegen sein, um wirklich auch mühelos diese Leistung des Flügels abrufen zu können. Wichtig ist, dass man halt in jedem Geschwindigkeitsbereich seine Manöver, alle Halsen und auch alle Wendemanöver sicher durchfährt, ohne dass man dabei an Geschwindigkeit verliert. Und auch beim Anpumpvorgang muss man darauf achten, dass man die Technik in eine Vorwärtsbewegung des Brettes schieben kann und nicht zu viel Druck beim Pumpen auf den Frontflügel ausübt, also direkt mit dem vorderen Fuß nach unten arbeitet, weil dann halt bei einem Körpergewichtsbereich von 80 Kilo plus auch leicht ein Stall möglich ist. Also man kann die Fläche des Flügels dann einfach wegdrücken, wenn man direkt senkrecht nach unten pumpt. Von der Technik, wie gesagt, Vorwärtsbewegung, leicht kreisend in der Hüfte, dann kommt man hier auch im Verhältnis zu dieser Größe wirklich früh ins Fahren. Somit ist neben dem Fahrkönnen natürlich halt für uns der Körpergewichtsbereich 50 bis 90 Kilo hier optimal. 50, 60, 65 Kilo für leichte Mädels ist das Ganze hier ohne weiteres ein Allrounder, der früh genug losgeht, ohne Probleme. Also es ist wirklich nicht besonders schwer. Und für diejenigen, die etwas schwerer sind,
die brauchen natürlich dann minimale Rumpfgeschwindigkeit mehr vom Bord oder immer guten Wind, guten Druck im Wing und halt eine etwas bessere Technik, sprich die Vorwärtsbewegung wie erwähnt. Ansonsten der Einsatzbereich dürfte mit diesem Test hier klar geworden sein. Wer auf absolut endlose Wellenritte steht, die auch schon bei geringster Wellenhöhe ab 50 cm mühelos zu meistern sind, für den ist es hier das ultimative Gerät. Besser kann man sich es eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und natürlich auch für den, der gerne schnell fährt oder sich mal mit seinen Kumpels matcht und ein kleines Race fahren möchte. Hier ist das Ganze auch von den Leistungen vom Speed her wettbewerbsmäßig auf jeden Fall konkurrenzfähig. Und zu dem ganzen Paket muss man halt auch puncto Drehfreude und Agilität keine Abstriche machen. Das ist das auch wirklich Besondere an diesem Flügel, da er in allen Achsen, wie gesagt, ein Feedback liefert, wo man ganz leichte Korrekturen vornehmen kann und hier jeden x-beliebigen Radius in jeder Geschwindigkeit ausfahren kann. Also insgesamt ein Teil, das wirklich bei allen, auch hier im Test, reine Emotionen geweckt hat. Das ist echt einfach ein super Flügel.